Moin, hier ist Dustin von Sternglas. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir was zum Unterschied zwischen Automatik und Quarzuhr erklären. Ja, viele fragen uns natürlich, was ist da eigentlich der Unterschied? Warum kostet das eine mehr Geld als das andere? Alle Uhrenkenner wissen es natürlich. Eine Automatik ist mechanisch und hat also keine elektronischen Bauteile, keine Batterie, keine Art von Elektronik verbaut, sondern alles läuft mechanisch durch die kinetischen Kräfte. Und das funktioniert so: Hier hinten auf der Uhr ist ein sogenannter Rotor. Man sieht den auch bei allen Sternglasuhren besonders schön durch das Saphirglas. Dieser dreht sich und zieht quasi eine Feder auf. Und die gibt die Kraft langsam an das Uhrwerk ab, sodass sich die Zeiger bewegen können. Früher gab es so kleine Spielzeugautos, die man aufziehen konnte, die losgeflitzt sind. Genauso läuft das auch, nur halt in ganz, ganz anderer Form. Nämlich, dass die ganze Kraft quasi langsam abgegeben wird und nicht einmal schnell. Warum nutzt man so eine Automatiktechnik? Früher, als es noch keine Batterien gab und der elektrische Strom noch am Anfang war, musste man die Uhren irgendwie bewegen. Und dazu hat man dann auf diese mechanische Technik zurückgegriffen. Viele und auch uns fasziniert es halt, dass man mit so einer filigranen Technik eben sowas Tolles machen kann wie eine Automatikuhr. Es einfach total faszinierend ist, wie diese Technik funktioniert. Hier bei der Naos funktioniert es ganz anders. Wir haben ja hier ein Quarzwerk und das Quarzwerk funktioniert folgendermaßen. Es gibt eine Batterie und die gibt elektrischen Strom an einen Quarzkristall ab. Das gerät in Schwingungen und diese Schwingungen sind immer gleich getaktet. Das heißt, so kann dann das Uhrwerk bzw. das Räderwerk angetrieben werden. Also hier ist die Kraftquelle eine ganz andere. Man muss natürlich immer mal die Batterie wechseln, obwohl bei Sternglasuhren die Batterie sehr lange hält. Also das eine, Automatik komplett mechanisch, kein elektrischer Strom, alles durch die Handbewegung, und bei einer Quarzuhr eine Batterie und über einen Quarzkristall, der in Schwingung gerät und die Kraft dann an ein Uhrwerk abgibt. Nun kommen wir zu euren Fragen. Ganz viele haben uns geschrieben und haben verschiedene Fragen zur Automatik und die möchte ich euch jetzt alle gerne beantworten. Dustin, erklär doch mal, wie ich die Automatikuhr bediene. Muss ich sie aufziehen? Wie lange muss ich sie tragen? Vielleicht zur ersten Frage. Wenn die Automatik bei euch ankommt und lange gelegen hat, bewegen sich die Zeiger natürlich nicht. Dazu muss man sie dann erstmal aufziehen. Das heißt, ihr dreht hier die Krone in Richtung der 12 und das so ungefähr einige Male, bis sich der Zeiger anfängt zu bewegen. Dann kann man noch mal kurz ein bisschen die Uhr hin und her bewegen, bis die Zeiger dann voll in Fahrt kommen. Und dann muss man die Uhr auch tragen. Weil wenn man sie dann nicht trägt, dann kann sie eben auch nicht wieder Kraft über den Rotor gewinnen, der sich dreht. Das heißt, ja, man muss sie tragen und nur wenn man sie trägt, zeigt sie auch die Zeit richtig an. Wenn man die Uhr ablegt oder für eine Weile mal zum Duschen oder warum auch immer zum Sport ablegt, dann ist das gar kein Problem, denn die Uhr hat eine Gangreserve bis zu 42 Stunden und kann also, wenn sie über Nacht liegt, auch am nächsten Morgen ganz normal getragen werden, weil die Zeiger sind einfach weitergelaufen. Dann bekommt sie ja wieder Kraft durch den Rotor. Darf ich die Zeit sogar zurückstellen? Ja klar, also man kann auch zurückdrehen. Wenn ich jetzt also hier wenn die Uhr zum Beispiel stehen geblieben ist und ich muss die Zeit neu stellen, einfach die Krone voll rausziehen in die volle Stellung und dann kann ich einfach drehen und die Zeit verstellen, hinterher die Krone wieder reindrücken und die Zeit läuft ganz normal. Wie funktioniert das genau mit der Gangreserve? Gute Frage. Also mit der Gangreserve funktioniert das folgendermaßen: Wenn die Uhr voll aufgeladen ist, das heißt, wenn sie wirklich viel bewegt wurde, den ganzen Tag hin und her, der Rotor sich gedreht hat, dann hat sie eine Gangreserve von 42 Stunden. Da das aber im Alltag nicht immer der Fall ist, man zum Beispiel, wenn man sich wenig bewegt einen Tag oder wenn die Uhr ganz viel beim Arbeiten neben einem auf dem Tisch gelegen hat, dann ist vielleicht die Gangreserve nur noch bei 6 Stunden, weil eben nicht genug Bewegung da ist. Die Feder muss sich ja aufziehen und nur wenn sie wirklich voll aufgezogen ist, dann hat man eben diese 42 Stunden. Hat man zum Beispiel gerade nach dem Auspacken der Uhr einmal kurz gedreht, 1-2 Mal, dann wird sie vielleicht 2 Stunden durchhalten, wenn ich sie dann auf den Tisch lege. Das heißt, hier ist es immer wichtig, wenn ich sie benutzen will, die Uhr, dann muss ich sie aufziehen. Wenn ich sie einen Tag getragen habe, dann hat sie auch eine längere Gangreserve, je nachdem, wie viel man sich bewegt hat, wie das Aktivitätslevel war. Einige fragen, warum das Automatikwerk manchmal so laut ist. Was passiert dabei, wenn man die Geräusche hört? Ja, genau. Also jetzt sind wir natürlich bei dem ganz Faszinierenden einer mechanischen Uhr. Die muss natürlich ein bisschen Geräusche machen. Also wenn man jetzt die ans Ohr hält, dann merkt man natürlich, wie sich der Rotor bewegt. Das leichte Ticken
Ja, das ist, gehört zu einer Uhr dazu. Also die lebt ja, die ist ja lebendig. Ja? Und das ist für mich auch das Tolle und Schöne daran. Natürlich macht die Geräusche einfach dadurch, dass hier Bewegung stattfindet. Also der Rotor, der dreht sich ja, der ist ja in einem Räderwerk und dadurch kommen Geräusche. Das ist aber völlig normal. Hier bei unserer Zirkel, die ungefähr bei 400 € liegt, hat man ein genauso lautes Geräusch wie bei einer Uhr, die 3.000, 4.000 € kostet. Also das ist völlig im Rahmen und absolut wünschenswert. Kannst du noch mal den Unterschied zwischen dem Zirkel und dem Naos-Werk erklären? Wo genau liegt da der Unterschied? Ja, tolle Frage. Der Unterschied zwischen dem Uhrwerk von der Zirkel und von der Naos Automatik ist einfach der, dass das Zirkelwerk nochmal deutlich flacher ist. Also da wurde besonders darauf geachtet, das möglichst flach zu bauen. Also hier hat man zum Beispiel kleine Räder, die wirklich extrem dünn sind, dann auch aus Wolfram gefertigt werden. Also die sind besonders dünn gefertigt. Ansonsten ist das Werk von der Zirkel ein bisschen hochwertiger, also man hat noch ein bisschen mehr auf hochwertige Materialien, Werkstoffe geachtet als bei dem von der Naos Automatik. Beides sind Top-Uhrwerke. Das Zirkelwerk, das Miyota 9015, ist nochmal einen Tacken teurer und hochwertiger und eben 20% flacher als das von der Naos Automatik. Kann ich die Uhr zu viel aufdrehen? Woher weiß ich denn, wenn sie komplett aufgezogen ist? Das ist auch eine sehr gute Frage. Also wie oft muss ich drehen, bis es reicht? Also es reichen wenige Male, 1, 2, 3, 4, 5, das reicht dann schon. Sobald sich die Zeiger bewegen und man die Uhr anlegt, ist alles gut. Also man muss da nicht 50 Mal drehen oder sowas. Ansonsten, man kann nicht zu viel aufziehen. Wenn es voll aufgezogen ist, kann man einfach nicht mehr weitermachen. Das heißt, man dreht quasi ins Leere. Ja, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.